Europa kommt gar nicht mehr aus der Krise. Jedes Jahr verschlechtern sich die Nachrichten und Monat für Monat steigt die Zahl der Arbeitslosen um 200.000. 26 Millionen Menschen haben keine Arbeit. Das sind 10 Millionen mehr als vor der Krise. Gerade junge Menschen haben immer weniger Perspektive. Die Jugendarbeitslosigkeit liegt bei 25%. In Griechenland und Spanien ist es besonders schlimm. 60% der Jugendlichen haben keinen Arbeitsplatz und Menschen, die noch Arbeit haben, können sich immer weniger leisten, weil ihre Reallöhne sinken. Doch kam diese Krise wirklich so überraschend? Wohl kaum, denn die Krise ist das Ergebnis einer neoliberalen Politik, die auf den Wettbewerb der Staaten, den Glauben an den Markt und eine unregulierte Finanzindustrie setzt. Das blinde Vertrauen in die Überlegenheit der Märkte hat sich allerdings als kolossaler Irrtum erwiesen. Die permanente Umverteilung von unten nach oben hat in eine Sackgasse geführt. Angewachsen sind riesige Privatvermögen auf der einen Seite und Armut, Arbeitslosigkeit und unsichere Arbeitsverhältnisse auf der anderen. Zunehmende Ungleichheit und dogmatische Sparpolitik wirken sich auch auf die Geschlechterverhältnisse aus. Der Abbau von öffentlichen Leistungen wie Gesundheitsversorgung, Kinderbetreuung, Pflege, öffentlicher Verkehr oder Hilfestellungen für Menschen mit niedrigem Einkommen trifft Frauen härter, weil sie ohnehin schon wirtschaftlich schlechter gestellt sind als Männer. Und die Antwort der Europäischen Union? Eine katastrophale Kürzungspolitik. Privatisierungen und Streichungen der öffentlichen Ausgaben werden vorangetrieben, Betriebsschließungen, Entlassungen und Lohnsenkungen stehen auf dem Plan. Und Sozialleistungen werden in ganz Europa abgebaut und ausgehöhlt. Was fehlt, ist die Besteuerung von Vermögen, hohen Einkommen und Unternehmensgewinnen. Diese werden großzügig verschont und damit wird die Ungleichheit in der Einkommens- und Vermögensverteilung erhöht. Diese ungerechte Politik soll noch weiter verschärft und alle Mitgliedstaaten zu Kürzungen verpflichtet werden. Dabei ist es egal, ob Budgetdefizite bestehen oder nicht. Wer mitmacht, muss diese Strukturreformen auch dann umsetzen, wenn das nationale Budget ausgeglichen ist. Ein Paket aus EU-Rechtsakten und Verträgen soll die Mitgliedsländer zu drastischen Einschnitten verpflichten. Die EU-Kommission kann Sanktionen gegen Mitgliedstaaten erlassen, wenn deren Wirtschaftspolitik nicht den Vorstellungen der Kommission entspricht oder wenn ein strukturelles Budgetdefizit auftritt. Demokratisch wäre das kaum durchzusetzen. Deshalb werden die vorgesehenen Verfahren umgangen und das Europäische Parlament hat in diesem Verfahren nur Anhörungs-, aber keine Mitentscheidungsrechte. Obwohl diese Politik die Krise verschärft und Europa in eine Rezession geführt hat, sollen diese Krisenmaßnahmen noch weiter vertieft werden. Geht es nach Angela Merkel, neoliberalen Lobbyisten und der EU-Kommission, sollen sich alle Mitgliedstaaten in Verträgen für Wettbewerbsfähigkeit zu Strukturreformen verpflichten. Und was ist damit gemeint? Nun zum Beispiel Lohn-, Renten- und Pensionskürzungen, längere Arbeitszeiten, Privatisierungen und Kürzungen im Bildungs- und Gesundheitssystem. Das Ganze funktioniert nach dem Prinzip Zuckerbrot und Peitsche. Brave Länder bekommen finanzielle Förderungen. Sind Parlamente bei der Umsetzung allerdings säumig, drohen Verwarnungen und Sanktionen in Form von Geldbußen. Es ist Zeit, diese Austeritätspolitik endlich zu beenden. Wir brauchen ein anderes Europa, ein demokratisches, soziales und ökologisches Europa. Wir brauchen eine gerechte Verteilung unseres Wohlstands durch faire Einkommen, höhere Gewinn- und Vermögensbesteuerung, die Beendigung der Lohnsenkungsspirale, den Abbau der riesigen Ungleichgewichte zwischen den Ländern innerhalb der Währungsunion, eine Stärkung der Arbeitnehmerinnen- und Gewerkschaftsrechte, eine Regulierung und das Gesundschrumpfen der Finanzmärkte, eine umfassende Demokratisierung der europäischen Wirtschaftspolitik, einen Aktionsplan zur Senkung der Arbeitslosigkeit in allen EU-Staaten, ein europäisches Investitionsprogramm zum Ausbau der Infrastruktur und zum ökologischen Umbau und eine schrittweise zu entwickelnde Europäische Sozialunion.
setzen wir uns ein für ein anderes Europa. Gemeinsam auf www.europagehtanders.eu.